Hallo aus dem Wunderland. Gerrit ist gerade im Urlaub und Frederik ist zum 4. Mal Vater geworden. So wie ich ihn kenne, kann er auch da nicht ganz hundertprozentig vom Wunderland loslassen und liest bestimmt hier die Kommentare. Daher postet ruhig ein paar Glückwünsche, ich glaube, das freut ihn. Aber jetzt zurück zu Monaco. Es hat sich richtig viel getan in den letzten Wochen. Hinter mir seht ihr schon ein erstes Gefühl. Felix hat richtig viel gegipst, Sönke hat begrünt und Christian hat das Ozeaneum fast fertig, was wirklich spektakulär geworden ist, und das zeigen wir euch jetzt. Der nächste Teilabschnitt ist fertig, so dass ich weiter begrünen kann. Zuerst streichen wir den Boden immer mit brauner Farbe oder heller Farbe ein und streuen den passenden Sand dazu. Und danach geht das eigentliche Begrünen los. Ich habe hier 3 verschiedene Farben, damit wir so realistisch an die Natur rankommen, wie es nur geht. Dann trage ich quasi auf den Flächen Leim auf und überall, wo Leim ist, ist dann hinterher Gras. Das ist in Monaco ein bisschen praktisch, wenn die haben schön angelegte Flächen. Das heißt, ich kann so richtig schön satt mit Grün arbeiten und so. Und wenn dann das Zusammenspiel mit den Häusern kommt, dann wird es richtig genial sein. Lasst euch überraschen und verfolgt einfach die schnellen Bilder und dann seht ihr mal, wie schnell so ein Abschnitt grün werden kann. Ja, jetzt mache ich das Ozeaneum, gestalte ich jetzt farbig langsam. Es sind jetzt so die letzten Schritte und versuche das so gut wie möglich nachzuahmen, dass es dann so aussieht wie auf dem Foto, dass die Leute, die dann schon mal da waren, dann auch sagen, du hast es genau so getroffen. Ich habe vorher das ganze Haus mit Siebdruck zweifarbig lackiert und der Rest jetzt, diese Alterungsspuren, die werden jetzt mit Farbpigmenten ausgearbeitet und da versuche ich dem Original ziemlich dolle entgegenzukommen. Ja, und das ist jetzt die dem Meer zugewandte Seite, die sieht ein bisschen älter, ein bisschen rustikaler aus, da sie ja dem Meer ausgesetzt ist und dem ganzen Wind und dem Wasser. Und dadurch ist das hier relativ dunkel und gealtert, sage ich mal. Die Vorderseite, die wird nicht ganz so schlimm. Ja, und dann versuche ich jetzt so ein bisschen die Farben zu treffen von dem Foto. Und ich denke mal, das gelingt mir so ganz gut. Das ist auch so ein bisschen freie Interpretation, weil man natürlich auch nicht alles sieht. Ja, und hier kommen dann irgendwann auch die ganzen Felsen hin. Und ich glaube, dann ergibt es ein gutes Zusammenbild, sage ich jetzt mal. Dass das auch relativ realistisch wird, aber sich auch gut in die Anlage mit einfügt. Die Türen, kann ich ja mal kurz zeigen, die sollen dann später aufgehen, auf Knopfdruck. Und dann sind dann hier die einzelnen Etagen und wir versuchen, das Ozeaneum, sage ich mal jetzt so original wie möglich nachzubauen. Ist natürlich nicht alles möglich, weil das hier ein bisschen verkleinert ist. Manche Sachen würde man im Original nicht sehen, weil wir ja nur eine Seite haben. Aber wir versuchen das irgendwie alles ineinander unterzubringen, dass dann halt die Aquarien kommen, die ich schon vorbereitet habe. Oben kommen dann die Skelette von den Walen und in der Mitte müssen wir dann mal gucken, ja,
ja, dass wir die ganzen Räume versuchen, wenigstens ansatzweise nachzustellen, die da drinnen vorkommen. Dass der Besucher halt, der schon mal da war, den Eindruck hat, ja, da war ich schon mal drin, das ist das, daran kann ich mich erinnern. Die typisch markanten Sachen halt, die versuchen wir nachzustellen. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wird all das nicht mehr so ausschauen. Hier vor mir wird das Ozeaneum stehen und ich glaube, das wird es hier massiv verändern. Aber davon berichtet euch Freddy in ein paar Wochen.